Handschuhe nicht vergessen. Ich habe extra noch gewartet, bis es regnet. Herzlich willkommen zu einer neuen Huki-Folge. Diesmal wird es ein bisschen anders sein, denn wir machen zusammen eine Testfahrt mit unserem letzten Umbau, den Orca, basierend auf einer Triumph Bonneville Bobber Black von 2020. Lasst uns einfach starten. Ich zeige euch ein paar Details vom Motorrad auf der Fahrt, erkläre ein bisschen was zum Fahrfeeling und zeige euch dann nochmal in einem kurzen Walkaround die Teile, die wir für die Triumph entwickelt haben und auch verbaut haben und teilweise auch erhältlich sind bei uns. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Es sind glaube ich 4 Grad, es nieselt leicht, also es ist jetzt nicht mein bevorzugtes Ausfahrwetter, aber der Bobber macht einfach zu großen Spaß, deswegen los geht's. Ja, der Orca. Ich glaube, das ist unser mit am schnellst umgebautesten Custom Bike. Denn innerhalb von 4 Wochen haben wir dieses Projekt realisiert. Der Orca ist zuerst mit einer Konzeptskizze entstanden, die wir jetzt hier mal kurz einblenden. Ja, das sind tatsächlich mehr kleinere Mods an dem Bike als der wahnsinnig umfangreiche Custom Shop. Wir haben bei dem Orca uns eigentlich mehr konzentriert auf das Heck, denn das hat mich extrem gestört bei dem originalen Bike. Da klafft ein riesen Loch zwischen dem Sattel und dem Schutzblech hinten. Das macht extrem viel kaputt. Für meinen Geschmack ist der originale Fender auch viel zu weit oder viel zu nah am originalen Hinterrad. Das Schutzblech ist viel zu lang. Dazu dann die doch relativ groß ausgefallenen Heckleuchten und Blinker. Das ist für meinen Geschmack nicht klassisch, sondern ein bisschen zu übertrieben. Beim Orca macht tatsächlich das Heck die Musik und die Komposition aus. Wir haben einen Aluminiumfender verbaut und den natürlich angepasst, um die originalen Verschraubpunkte am Bike zu nutzen. Das war ein bisschen eine Herausforderung, weil ich natürlich auch gerne ein Schutzblech hinten haben wollte, ohne diese hässlichen Struts an der Seite. Ich wollte quasi ein frei schwingendes Schutzblech, was trotzdem stabil ist. Ich muss dazu sagen, es ist definitiv nicht freigegeben für Gepäck, das ist klar. Da müsste man sich noch eine andere Lösung einfallen lassen, beziehungsweise einen Gepäckträger montieren. Aber der Bobber ist ja zum Cruisen da und nicht wirklich zum langen Touren fahren, beziehungsweise für den nächsten Adventure-Ausflug gemacht. Was haben wir noch beim Heck gemacht? Natürlich ist das Schutzblech wesentlich kürzer als das Originale. Aufnahme kann ich euch dann auch mal genau zeigen. Und wir haben am Heck links und rechts unsere neuen Bullet, Rücklichter und Blinker verbaut. Und ich muss mal nebenbei sagen, es ist echt kalt. Ich habe leider keine Griffheizung. Bei all den anderen Bikes habe ich eine Griffheizung und dementsprechend wird es relativ schnell kalt. Gut, links und rechts Bullet verbaut. Die Anordnung kommt ein bisschen von meiner Harley Davidson, die ich mal gebaut habe vor 3-4 Jahren. Das bringt den klassischen Charakter rein. Es hat auch eine klassische Bauform. Ist aber trotzdem komplett LED und STVZO-konform natürlich. Wow. Ja. Als nächstes großes optisches Merkmal ist natürlich der Sitz. Hier habe ich den originalen Sitzanker modifiziert. Und das bedeutet, dass wir da quasi eine viel tiefere Sitzposition machen konnten mit einem neuen Solositz, der in Alcantara schwarz bezogen ist und viel
kleiner ist als der Originale, trotzdem den gleichen Sitzkomfort bietet und man rutscht auch nicht nach hinten runter. Also das kam oft, das Kommentar, rutscht man nach hinten runter? Nein, tut man nicht. Was haben wir noch gemacht? Wir haben so ein paar Kleinigkeiten geändert und zwar haben wir auch einen neuen Kühlerschutzabdeckung entwickelt, der namens Guard. Und ja, das ist ein schönes Teil aus Aluminium, 2 mm Aluminium. Hat so ein bisschen die Inspiration von alten Mikrofonen, deswegen sind da lange Schlitze, relativ minimal, unaufregend, kein Gitter etc. Rundet die Front schön ab, fällt nicht auf, finde ich sehr nice. Der ist übrigens auch verfügbar in unserem Shop. Damn, son, where'd you find this? Die T120 und T100 Serie ist super einfach zu montieren. Das ist schon ein Teil, was halt viel ausmacht. Großen Wert gelegt auf ein kleines Highlight, was auch gut zu unseren Frozen-Griffen passt. Und zwar sind es die Dazzle-Cover. Die sitzen hier, ihr seht es. Das ist wirklich ein Highlight für mich, weil das ist auch so das erste gedruckte Teil in Resin. Ja, es ist ein 3D-Druck. Und ja, es hält. Und ja, es verfärbt sich nicht, es verbiegt sich nicht. Also hat voll die Materialeigenschaften, die wir auch benötigen am Motorrad. Und sieht natürlich für mich, also ich finde, es sieht richtig, richtig schick aus, weil man dann in die Einspritzung so ein bisschen gucken kann. Und da auch so einen mechanischen Charakter wieder reinbringt. Und das macht Spaß. So, jetzt gebe mal kurz Gas. Und das ist schon eine echt schöne Soundkulisse. Eine Mischung aus klassisch und modern. Luftgekühlter Zweizylindermotor mit einer super schönen Aero. Nein, natürlich nicht Aero, was erzähle ich hier? Mit einer Zart-Auspuffanlage, die noch mal ein bisschen die Höhen wegnimmt und dafür die Tiefen noch ein bisschen dröhnen lässt. Lackierung war natürlich ein absolutes Highlight. Hier haben wir unseren Mann Chico. Chico ist spezialisiert auf schrammelige Paintjobs und wie auch bei anderen Umbauten von uns haben wir Chico hier ins Boot geholt, um halt einfach da wirklich eine schöne Optik zu bekommen. Das Weiß geht richtig schön in das Silber und über. Und wir haben an der Seite links und rechts ein Haar-Peruki, was natürlich mit Hand gezeichnet ist. Mega, mega gut. Dann gibt es noch solche Kleinigkeiten wie unsere Rapid Blinker. Ihr seht sie gar nicht, aber hier unten stecken sie. Auch erhältlich in unserem Shop. Da wurden auch oft Fragen gestellt, weil unsere Rapid Blinker nur geklebt werden, ob das hält. Und ihr seht, es hält. Das Bike fährt jetzt auf Heidenau-Reifen, 16 Zoll vorne und hinten, bei 5.0, bobberig, breit, trotzdem moderner Reifen. Ich mag ihn sehr, hat viel, viel bessere Performance als der Firestone oder Coca-Reifen. Ich bin super zufrieden, also generell Heidenau-Reifen gibt es nichts zu meckern. Hier ist auch ein cooler Spot zum Walkaround. So, da steht er, unser Orca. Da kommt natürlich ein Auto. Und er will nicht hierher. Gut. Okay. Wir fangen nochmal an. Da steht er, unser Orca, an der Front.
Und am Heck fahren wir jetzt auf Heidenau K34 5x16. Super schöner Reifen, klassisches Profil, fügt sich perfekt in das Gesamtbild ein. Mag ich total. Wir haben hier den LED-Scheinwerfer. Die Gabel ist ein bisschen tiefer gelegt. Wir haben den oberen Bereich schwarz gemacht, um halt da einfach einen schönen, sauberen Look hinzubekommen. Natürlich unser Guard, Kühlerschutz, unsere Dazzle Einspritzcover. Viele Details am Motor sind schwarz gemacht worden, wie zum Beispiel das Gitter, der Deckel, dieser Deckel, die Cover, um halt da einfach wirklich eine Priorität in das Bike zu bekommen. Und ich stehe sowieso nicht so auf Chrom, deswegen ja, make it black. Zart Auspuffanlage, Slip-On, alles mit E-Prüfzeichen, ABE und so weiter und so fort. Hat einen super schönen Sound. Ich habe das kleine Messingschild auch schwarz gemacht. Ja, dann hat es einfach einen super schönen einheitlichen Look. Am Heck unsere Bullet, Rücklichter, Bremslichter und Blinker. Ich mache sie mal kurz an, dann seht ihr sie auch. Super coole Optik. Funktioniert auch alles, ist in der richtigen Größe, haben auch E-Prüfzeichen. Ja, unser Aluminiumfender mit den Haltern. Wir gehen da quasi auf diesen Halter und oben nochmal ein. Es ist alles sehr versteckt. Hier unten ist noch ein kleines Blech von uns konstruiert worden und wir haben quasi von der Seite keine Verschraubpunkte, worauf ich sehr großen Wert gelegt habe. Solositz ist wesentlich tiefer als beim Originalen, ihr seht es. Man rutscht trotzdem nicht runter, hatte ich ja auch schon erwähnt. Und ja, der Paintjob, der Tank, für mich auch ein Highlight. Ihr seht das hier, die ganzen Details von Chico. Es ist wirklich so mit einem trockenen Pinsel aufgezeichnet. Das Silber zu dem Weiß, das ist da wirklich sehr, sehr viel Handarbeit reingeflossen. Mega. Finde ich richtig, richtig geil. Auf der anderen Seite, seitlicher Kennzeichenhalter, ist ein One-Off-Produkt, den wird es jetzt erstmal so nicht geben, weil er halt einfach auch sehr aufwendig ist. Aber ihr seht, fügt sich schön in diese Softail-Stahlrahmen-Optik ein und ist auch auf der richtigen Höhe und im richtigen Winkel angebracht. Wir haben dann noch so eine Kleinigkeiten gemacht, wie eigentlich ist hier original so eine Edelstahlklemme, die hat mich extrem gestört, weil die war so hell und die hat so geschrien, hallo hier, Edelstahlklemme. Ja, kurzerhand abgeschnitten, schwarz gemacht, ein bisschen anders montiert und dann haben wir auch eine hübsche B-Seite, was ich gar nicht so richtig verstanden habe. Hier ist ja eigentlich ein Cover drauf und ich habe das Cover abgemacht und habe dann diesen wunderschönen Triumph-Schriftzug gefunden und habe mir gedacht, ey, das sieht doch viel, viel schicker aus, viel, viel oldschool. Ja, jetzt ist er ohne Deckel und ich finde es richtig, richtig nice. Ansonsten im Cockpit unsere Frozen-Griffe links und rechts in 1 Zoll. Ja, ist noch nicht verfügbar, wird es aber geben demnächst. Ich fahre an dem Orca das Urban Decal und habe mich da quasi für einen relativ dezenten Look entschieden und ja, finde es sehr, sehr schick. Ansonsten vorne noch die Rapid Blinker, ihr seht es unter den Lenker montiert, in der richtigen Höhe, im richtigen Abstand. Ja, da steht er, der Orca. Und es macht wirklich einfach echt großen Spaß, das Bike. Ich habe nach so einem Cruiser gesucht und ja, mit dem 1200er Bobber habe ich es definitiv gefunden. Sound wollt ihr ja bestimmt auch nochmal hören. Schon geil. So, weiter geht's und ich denke, wir fahren zurück. Ich habe genug erzählt zum Bike. Ihr habt ungefähr ein Gefühl dafür bekommen. Wenn ihr weitere Fragen habt, seid ihr natürlich recht herzlich willkommen, unter dieses Video zu kommentieren oder uns einfach eine Nachricht zu schreiben. Wir kümmern uns darum, dass wir alle Fragen schnellstmöglich beantworten. Und ich freue mich auf euer Feedback auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt der Orca genauso gut wie mir. Und wenn euch auch die Art des Videos gefällt, schreibt es doch bitte drunter.
denn in der nächsten Zeit werden noch viele Bikes kommen und diese würde ich euch natürlich super gern in einer kleinen Testfahrt vorstellen und zeigen. Ja, ich freue mich und sag bis bald.